Ich heiße Maria Jimena León Beltrán, sei Vorname, sei Nachnamen. Ich komme ursprünglich aus Kolumbien und jetzt wohne ich in Bochum und ich arbeite in Bochum-Wattenscheid. Aber eigentlich das Projekt, wo ich arbeite bei der AWO Romete, ist für Asylbewerber und Geflüchtete, berufliche Beratung für alle, die hier in Bochum wohnen. 2011 habe ich angefangen hier bei AWO beziehungsweise Bobeck, das ist eine Tochtergesellschaft, gearbeitet. Und da habe ich auch damals parallele Sachen gemacht mit ein paar Freunden, einer aus Peru, aus Mexiko, aus Argentinien. Wir haben Noche Bohemias Latinas in Bochum organisiert, in Ratskeller. Und das war sehr interessant. Dann wollten wir viele Sachen von unserer Kultur zeigen. Theater, Tanzen, Gesang, unterschiedlich. Und wir haben viele Kontakte mit Menschen, die vielleicht aus Bolivien, die in Düsseldorf sind oder in Bochum. Und das haben wir damals in Ratskeller organisiert. Dann kam 2015 und dann habe ich gemerkt, dass etwas anderes, dass meine Freizeit anderes machen wollte. Und das war diese Welle, als viele Geflüchtete auch nach Deutschland angekommen sind. Und dann haben wir gedacht, nein, ich möchte doch etwas mehr Zeit damit investieren. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es nicht so einfach hier vielleicht in Deutschland Kontakte zu knüpfen. Und ich wusste, dass viele, die vielleicht auch Englisch könnten oder vielleicht andere Sprachen, aber bis sie Kontakte hier in der Stadt gemacht hatten, das dauert ein bisschen. Und ein einfaches Konzept, ich glaube nicht, das war auf jeden Fall 20. Januar, Weltflüchtlingstag. Ein paar Trägervereine haben wir uns in Bochum in der Innenstadt getroffen und haben wir etwas veranstaltet bezüglich diesem Weltflüchtlingstag. Und da habe ich das Konzept Speed Talking. Es geht nicht um schnell zu reden, sondern Brücke zu bauen. Der Deutschsprechende und Deutschlernende. Und das war das erste Mal auf dem Husemannplatz. Und dann habe ich auch gehört von vielen Deutschlernenden, ja, das möchten wir. Und seit 2015 organisiere ich solches Speed Talking in Bochum und in NRW. Es gibt immer noch Ankerne von Menschen, die noch etwas beitragen möchten. Viele haben damals auch geholfen, weil sie wollten es beitragen, aber vielleicht sie wollten dieses Gefühl, dass sie etwas nützlich machen können. Ne? Und das war schön. Und das war nicht, hat sie diese Rolle, ich bin der Ehrenamtler oder ich bin der Ratsuchende, keine Ahnung, sondern lassen uns etwas gemeinsam unternehmen. Und ich glaube, das war eine Idee von diesem Speed Talking. Wir hatten ein Speed Talking on Tour. Und dann haben wir verschiedene Orte besucht und weißt du nicht, es geht nicht, du bist der Neue, ich bin der Alte, sondern wir haben auch von alles profitiert. Wir haben etwas Neues gelernt und viele Freundschaften knüpft. Das war schön und ist immer noch schön. So, ja, es gibt viele Menschen, die immer noch aktiv und am Ball bleiben. Ich wohne in dem Ehrenfeld in Bochum Innenstadt und damals zum Beispiel haben wir nicht diese tolle Eisdiele gehabt oder coole Kneipes oder Konzepte wie Goldkante. Da hat sich ein bisschen verändert, aber gab es schon Bewegungen in Bochum von der kulturellen Szene und politischen Szene. Kunst ist wichtig für Bochum. Ja, es ist eine Stadt, die sich entwickelt oder ist in Bewegung. Und dadurch, dass so viele Menschen hierher kommen, dann laufe ich für irgendwelche Straßen und sage, wow, hier gab es eine andere Laden oder, weiß ich nicht, City Passage zum Beispiel. Oh, hat sich total verändert. Fühlst du dich jetzt in Urlaub, wenn du da bist? Ich meine, das, was es Bochum braucht, Leute, die sie sagen, okay, wenn wir das nicht haben, ich traue mich, das zu machen. Sei mutig. Und langsam kommt etwas. Und wenn du eine Idee hast, das aus Herzen kommt, dann kommen Leute, die vielleicht diese Idee folgen oder sie begeistert sind oder sie sind neugierig und wollten erst mal hören. Und am Ende, ja, ich bin dabei, ich möchte ein Teil sein. Und
Das kann jeder, wirklich. Muss man nicht unterschätzen, ob hier geboren ist oder nicht, sondern, ey, du hast eine Idee. Man kann Tribe, ihre eigene Tribe, ihre eigenen Menschen finden, die auch in Resonanz mit solchen Themen kommen. Das ist wichtig für uns. Und dann, man ist alleine, sondern plötzlich, wow, es gibt viele Leute, die doch in diese Verbindung suchen. Und das ist schön. Mindestens 5 Gründe haben, um zu sagen, ich bin dankbar für dies, dies und dies. Das ist Glück für mich. Das fühlt sich etwas stimmig, was ich möchte, wie ich mich fühle und wofür ich dankbar bin. Und wenn ich diesen Kontext habe, dann ist für mich das Glück. Ja. Im Moment würde ich das so sagen. Ich liebe Bäume und ich finde es schade, einige Straßen, wo es keine Bäume gibt, grün haben wir. Ich erfahre von Menschen, wenn hier neu in Bochum sind, so, oh, ist doch grün. Ich wusste nicht, dass sie dachten, dass immer grau ist. Und dann habe ich weiß die Geschichte, Industriegebiet und sehr industriell, aber es ist so grün. Aber absichtlich neue grüne Fläche, das ist schön. Und ich hatte damals in Barcelona gelebt. Und weißt du, in Spanien, wenn es gibt einfach nur Bänke, irgendwo in der Innenstadt und musst du nicht unbedingt einen Kaffee bezahlen, um da zu sein, sondern wirklich also auf der Straße das Leben zu genießen. Ich komme aus Kolumbien, aus Bogotá und seit 70er Jahren haben wir, das heißt Ciclovia, Radwege, immer sonntags. Die Hauptstraßen werden gesperrt, ich glaube von 6 Uhr bis 14 Uhr. Wenn ich sage Hauptstraßen, nur für Sport. Und da heißt Ciclovia, also egal ob du auf einer Party warst, du weißt, du triffst du alleine oder mit deiner Freundin auf der Ciclovia. Und ja, mit deinem Fahrräder oder einfach nur, wenn du laufen willst, du kannst mit deinem Hund kommen. Und ist so toll. Und dann siehst du, dass Leute vielleicht Orangensaft verkaufen oder jemand, die richtige Werkzeuge haben für dein Fahrrad, wenn etwas passiert ist. Ja, das ist ein Wunsch, das wäre schön, dass in andere Länder, in andere Städte wenn wir das in Bogotá geschafft haben, warum nicht? Verbindung und Solidarität sind unsere Superkräfte. Wenn wir das nicht haben, das Leben läuft weiter. Aber wenn wir das haben, das macht viel. Diese Verbindung, das ist alles, sogar wenn wir Augenkontakt organisieren in Bochum, ist so schön, weil ich bin mit dir verbunden. Und wenn wir uns verbunden fühlen, obwohl wir uns nicht kennen, aber macht dieser Klick, heißt Eye Contact, heißt Speed Talking, heißt eine solidarische Demo. Das ist, wo mein Herz schlägt. Und wenn wir diese Solidarität, diese Verbindung haben, dann lebe ich in der Gesellschaft, wo ich leben möchte. Wenn wir wissen, die Türen sind offen und ich kann da hingehen und wenn ich da bin, mache ich etwas, kann ich etwas. Und ich bin herzlich willkommen, das macht etwas. Also solche Menschen, die vernetzen, sind wichtig. Die zu identifizieren oder motivieren die Leute, ey, wenn du eine Idee hast, wir geben dir Raum, mach mal das. Und aus eigener Erfahrung, wenn die anderen das nicht machen, dann mache ich selber. Fragen Leute, ey, das ist time to think new things. Was kann man Neue kreieren? Was brauchen wir? Was braucht vielleicht die Stadt oder die Leute, die in meinem Umfeld sind? Und einfach nur Fragen, anbieten, suchen, vernetzen.